Welcome to Road Rarities. Ja, ich bin der Hans Bräuner aus Adnang-Buchheim. Ich bin Obmann vom Motorradveteranenclub Adnang-Buchheim und auch jetzt übernommen von meinem Schwager, der sogenannte Fuchs-Präsident, also Organisator und Ausführender der Fuchsausfahrten, die jährlich stattfinden bei uns da in Adnang-Buchheim. Bei der Gelegenheit möchte ich euch vorstellen, also ein Vorrad mit einem Hilfsmotor, wie es früher so war. Das ist die billigste und günstigste Mobilität gewesen in der Gesellschaft, in der Wiedermotorisierung nach dem Krieg, wo ja viele Leute zum Beruf haben müssen oder andere Wegstrecken bewältigen haben müssen. Hat es halt was gegeben, und zwar den sogenannten HMW Fuchsmotor, der ein bisschen abgekupfert worden ist von Victoria, und somit ist entstanden der FM40, und da hat es zwei verschiedene Motorkategorien gegeben. Der erste war der sogenannte Oval-Fuchsmotor mit nach hinten ausgehenden Auspuff, schlanker geführter Auspuff. Man sieht den ovalen Deckel, die Aludeckel, drinnen versteckt natürlich ein sehr schlanker Schwung und ein kleinerer Zylinderkopf und natürlich die Vergaser nach vorne herausschauen. Jetzt ist auch mit Schwimmer, ein Schwimmervergaser, mit einem Hilfsgepäcksträger, den integrierten Tank, in dem Fall der kleine Tank. Ja, und schon ist man eigentlich, wenn der richtig montiert worden ist, ein kleines Antriebskettenrad, was man braucht hat, und eine größere Verspeichung, also eigentlich eine dickere Verspeichung, damit das Rad die Kräfte aufnehmen hat können, damit es nicht gleich zu einem Achter kommt. Ja, HMW steht natürlich für Halleiner Motorenwerke, Fahrrad mit Hilfsmotor, mit Rückenwind fahrend. Das war sehr legendär. Und in die 70er Jahre, 80er Jahre hat man gesagt, hau mal weg, HMW. Und wenn man das heute wieder vergleicht mit den Liebhabern zu diesen Fahrzeugen, kann man wieder sagen, HMW haben wir wieder in unserer sprachgebrauchlichen Ausdrucksweise. Diese Ausführung war eben sehr begehrt und ist aus heute auf den Straßen, also wenn wir jetzt unterwegs sind, gibt es dann doch noch einige, die mit dem Ovalfuchs unterwegs sind, und der ist sehr gut frisierbar. Man kann eine gute Leistung herausbringen. Im Gegensatz dazu, die Neuerung ist dann der Rundfuchsmotor, der sogenannte Rundfuchs. Man merkt es am Kurbelgehäuse und der Zündungsdeckel mit dem Schwung, dass die Aludeckel eine runde Ausführung hat. Die Auspuffführung ist schon so angepasst wie bei den Mopeds, mit Auspuffkrümmer, mit Schalldämpfer. Meistens ist er runder gewesen. Der Zylinder ist schon etwas größer, die Kühlintensität ist damit erhöht worden, der Zylinderkopf ist auch größer und die Vergaseranordnung, je nachdem, da hat es verschiedenste Krümmer gegeben, hat man auch hier wieder einen Schwimmervergaser montiert. Ja, ansonsten gibt es auch hier noch einen sogenannten Motorträger mit integriertem Tank, der größer ist, den haben wir aber jetzt nicht, sondern auch zu diesem Motor passend würde man auch den anderen Tank verwenden, der größeres Volumen hat. Da passen so circa 3,5 Liter hinein. Wobei das bei dem ja nicht der 1,5 Liter ist, bei dem kleinen Tank. Für die Fahrbewegung, also wenn man das Ding in Fahrt setzen möchte, gibt es ganz wichtige Dinge zum Berücksichtigen. Man muss einmal das Vorrad fahren können, man muss das richtig aufsteigen können, weil das Fahrzeug hat ja ein gewisses Seitenschwergewicht. Weil der Motor, der saxiert dran montiert ist, ist er seitlich ein bisschen eine andere Gewichtsverlagerung. Das muss man wissen, speziell beim Aufsteigen, damit dann das Fahrrad nicht umfällt. Und so bin ich eigentlich schon bei der Bedienung von dem Fahrzeug. Da hat man diesen Schalthebel, weil der hat eine Zwei-Stufen-Schaltung, wo innen drinnen im Motor, im Gehäuse, so Spangen sind, so Federspangen, die angespannt werden und dabei zwei Übersetzungen in Gang gebracht werden. Und mit dieser Schaltstellung hat man zuerst die Leerlaufschaltung, zieht man den Hebel ganz stark an, geht man in den ersten Gang und über die Leerlaufschaltung zurück, wenn man auslässt, über so eine Klinkenschaltung, da gibt es eine Klinke, dann geht man in den zweiten Gang. Und so wie die Motoren, wenn sie gut funktionieren und man hat eine gerade ebene Strecke, kannst du alles super lässig mit dem zweiten Gang bewerkstelligen. Geht es aber mal bergauf und die Steigung ist ein bisschen intensiver, muss man natürlich in den ersten Gang schalten
und dazu ein bisschen pedalieren. Also pedalieren, darum hat man ja das Fahrrad, dass man sagt, ich helfe dem Motor ein bisschen nach, damit er die Steigung besser bewältigen kann und damit man ein bisschen schneller fahren kann. Und bei der Gasbedienung ist auch so, entweder das berüchtigte Drehgas, was man hat, so wie da, bei dem da, das Drehgas, wie auch bei den Mopeds oder Motorrädern, oder wie man es auch noch sieht, das sogenannte Hebelgas, wo man hier fix das Gas einstellen kann und man nicht immer drehen muss, sondern das Gas, je nachdem, was man möchte, fixieren kann und somit dann unterwegs ein fixes Gas eingestellt hat. Man muss halt ein bisschen aufpassen, wenn man runtergehen will, dass man den Hebel natürlich wieder zurückstellt, damit man nicht zu viel Gas hat. Ja, das macht einen ganz tollen Spaß und die Besitzer von solchen Fahrzeugen wissen das ganz genau. Und darum kommen wir österreichweit einmal im Jahr bei der sogenannten Fuchsausfahrt des MVC auch in Adling-Buchheim im September zusammen. Und da kommen die begeisterten Fahrradfahrer mit Hilfsmotor aus ganz Österreich hierher und fahren mit uns die Umgebung in einem tollen Ambiente eigentlich ab. So, jetzt machen wir mal den Benzinhahn auf. Dann tupfen wir einmal. Dann gibt es einen Kaltstart, stellen wir da her. Danach, wenn der Motor ein bisschen warm wird, dann gehen wir auf Marschier, das heißt marschieren, dann geht der mit voller Leistung, weil er vollen Lufteinlass hat. Ja, und dann kann es schon wieder losgehen.